Ich träume. Oh, was ist denn das? Wow, wenn das die Menschheit wüsste. Das muss ich unbedingt mit nach Hause nehmen. In meinen Alltag, unbedingt. Oh, ich hab's geschafft, juhu! Hallo, willkommen bei den Matrixern. Heute mal wieder mit den altbekannten Gesichtern Jonathan und der netten Shiva. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Okay. Eine geheime Technik, die also den wenigsten Menschen bekannt ist. Nur das Problem ist die Technik selbst. Genau. Denn eine wirkliche Technik haben wir noch nicht herausgefunden. Wir arbeiten noch daran. Aber zumindest können wir euch schon mal mit der Theorie vertraut machen. Genau. Und bei der Theorie geht es darum, kann man über das Träumen einen Gegenstand mit in die Alltagswelt nehmen? Ist doch spannend, oder? Ja, das wäre sehr spannend. Ja. Ich erinnere mich, dass wir da ja noch so einen Film geschaut haben und der hat sich ganz viel, sagen wir mal, Geld, Gold, ganz tolle Sachen mitgenommen in die Alltagsrealität, hier dann verkauft und hat dann ein Leben in Saus und Braus gelebt. Oh ja, der war dann nachher wirklich Milliardär. Ja? Nicht, dass das jetzt für uns super interessant wäre, aber es gibt ja sehr, sehr spannende Gegenstände, die man aus dem Traum mit hierher bringen kann. Und da gibt es zum Beispiel einen Gegenstand, der heiß diskutiert wird, der nicht zugeordnet werden kann, nicht durch Tests oder was auch immer. Und genau, erzähl doch mal davon, denn du hast ja dann auch tatsächlich nachgeforscht und hast ihn auch gefunden. Richtig. Also natürlich das Thema Gegenstände im Traum mitzunehmen und dann im Alltag zu manifestieren, damit man den Gegenstand wirklich als materiellen Gegenstand in den Händen halten kann. Gibt es zum Beispiel in dem Film von Chang Chung, Super Me heißt der Film, der ist momentan auf Netflix zu sehen und ja, ein sehr interessanter Film. Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir natürlich dann schon ein bisschen geforscht, ob es vielleicht nicht schon mal irgendwann einem Menschen gelungen ist, einen Gegenstand aus dem Träumen mit in den Alltag zu nehmen. Und da habe ich dann ein Buch entdeckt. Und dieses Buch nennt sich das Voynich-Manuskript. Voynich deshalb, weil eben ja, der Herr Voynich dieses Manuskript in einem Kloster gefunden hat und hat es da den Mönchen abgekauft. Und das Interessante ist, wenn man das Buch aufschlägt, sind gemalte Bilder drin und handschriftlich, in einer sehr schönen Handschrift, sind da seltsame Glyphen drin. Und diese Glyphen hat man jahrzehntelang versucht zu entziffern und niemand hat es wirklich geschafft. Es gab zwar immer irgendwelche im Internet, die gesagt haben, ich habe das Voynich-Manuskript entschlüsselt, aber bei genauerer Prüfung hat man herausgefunden, hat er nicht. Man hat ja auch versucht, die ägyptischen Glyphen zu entziffern, hat man ja auch nicht geschafft. Korrekt, ja. Und da haben natürlich viele in Foren gestritten, ob das Voynich-Manuskript jetzt eine Sprache als Schrift hat oder ob einfach die Schrift kodiert worden ist. Und dann haben sich da die härtesten Codeknacker haben versucht, das zu entziffern und haben keinen Code finden können, um das zu entschlüsseln. Und meiner Ansicht nach war sofort klar, das ist auch kein Code, sondern es ist einfach eine andere Schrift, die auf einer anderen Sprache basiert, die es in unserer Welt überhaupt nicht gibt bzw. gegeben hat.
Und dann habe ich natürlich über die Träume weitergeforscht und konnte dann herausfinden, dass das Voynich-Manuskript tatsächlich von irgendeiner Person aus einem Traum entwendet worden ist und dann hier rübergebracht wurde in den Alltag. Genau, erzähl mal den Traum, das war sehr, sehr spannend. Er hat ihn mir natürlich schon verraten. Hat sich nämlich auf die Suche gemacht nach dem Voynich-Manuskript und hat es gefunden. Ja. Ich habe dann also in meinen Träumen versucht, einen Weg in die Welt zu finden, wo eben das Voynich-Manuskript hergekommen ist. Das ist magisch. Lasst euch überraschen. Ja. Und zwar habe ich es dann geschafft, in einer Traumwelt zu landen, die eben, ja, die war ziemlich begrünt, sehr viel Wald, muss ich sagen. Und quer durch den Wald war eine Art Schneise gezogen und in dieser Schneise befand sich in 10 Meter Höhe ein Steg, den man lang gehen konnte, schlangenlinienförmig. Und der war so goldfarben, der Steg, und da bin ich dann auch entlang gelaufen. Warum da jetzt so ein Steg gebaut worden ist, weiß ich nicht. Ne? Mitten in der Natur aus halb Gold. Ja, mitten in der Natur, einen, keine Ahnung, 5 Meter breiten Weg, ne, den man so lang laufen konnte. Der Weg selbst war metallisch. Eben, das ist ja seltsam, ne? Ja. Und sah auch schon sehr fortschrittlich aus. Ja. Obwohl die ganze Natur und drumherum alles sehr rückständig aussah. Ne? Also es war ein seltsamer Widerspruch. Gab es denn da Menschen oder Ich habe da niemanden gesehen. Nein. Und dann bin ich diesen Weg entlang gelaufen, diesen Schlangenlinien, und kam dann irgendwann zu einem Rondell. Und dieses Rondell hatte so einen Durchmesser von 10 Metern, würde ich sagen. Und in der Mitte stand eben ein Buchhalter. Ne? Also jetzt nicht ein Mensch, sondern ein Ständer, auf dem man eben so Bücher stellen kann. Kennt man vielleicht aus der Kirche. Ne? Genau. Die haben ja manchmal auch vom Altar so einen Buchständer stehen und haben dann da die Bibel drauf liegen oder so. Ne? Also sowas in der Art war das, und da lag dann das Voynich-Manuskript drauf. Das heißt, du bist da hingegangen und hast da reingeguckt und dann war es das Gleiche. Ja, Wow. das war das gleiche Buch. Das heißt also, das Buch an sich wurde dort dann höchstwahrscheinlich nicht entwendet, sondern einfach kopiert und mit in die Träume rübergenommen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass eine Person immer wieder in diesen Traum gegangen ist, hat sich die Seiten gemerkt und hat die dann im Alltag aufgeschrieben. Auch eine Möglichkeit. Ja. Meine Frage wäre, warum steht mitten im Wald auf einem Rondell, auf einem Buchhalter, das Voynich-Manuskript? Hat sich das mal jemand gefragt, warum das da mitten im Wald steht? Ja, gute Frage, ja. Und ja, wenn man sich das Voynich-Manuskript anguckt, dann findet man nämlich auf der letzten Seite eine Widmung. Ah ja, die war spannend, stimmt. Ja. Und diese Widmung besagt, ja, vielen Dank, du hast mir viele Portale gezeigt. Wow. Ja. Also, Und das ist für mich schon mal ein deutlicher Hinweis, aha, da gab es also einen Schüler und einen Lehrer, und der Lehrer hat dem Schüler wohl gezeigt, wie man Portale in andere Welten aufbauen kann. Ja, und anscheinend hat der Schüler das gelernt und hat sich dann mal gedacht, das Voynich-Manuskript ist cool, das nehme ich mit. Ja? mega. Ja. Und daher finde ich den Film, der momentan auf Netflix zu sehen ist, das Super Me von Chang Chung, ja, von dem Regisseur, ja, der heißt wirklich so, Chang Chong. Ja. Chang Chong. Nicht Ching Chang Chong, aber Chang Chong. Ching Chang Chong sagen die Chinesen, wenn sie in Bussen ein- und aussteigen. Ich weiß auch nicht warum. Ich schwör's. Ja. Und dieser Chang Chong hat also den Film gemacht und zudem auch das Drehbuch geschrieben. Somit bedeutet das, diesem Chang Chong war das tatsächlich bekannt. Ja. Die Möglichkeit, Gegenstände aus den Träumen mit in den Alltag hinüber zu transportieren. Ich habe es auch dann einige Male versucht. Ja, ich habe versucht, es abzufragen, aber Dann habe ich natürlich einige Male versucht, im Traum einen Gegenstand mitzunehmen. Und ich dachte, ein Buch ist schon mal eine gute Idee. So ein cooles Buch zu haben, das es auf der ganzen Welt nicht gibt. Und das es dann nur in der Traumwelt existiert, von dem ich dann das Buch habe. Innerhalb dieses Traumes habe ich dann eine Art Villa gefunden, in die ich dann hineingegangen bin. wirklich? Wow. Und dort habe ich dann ein Buch gefunden. Das war so ein magisches Buch, habe ich gesehen. Es war auch, glaube ich, in Latein geschrieben, wenn ich das einschätzen sollte.
Und dann habe ich das Buch genommen und versucht, eben ganz fest an mich zu pressen. Ne? Ist schon viele Jahre her, schon 10 Jahre her oder so, wo ich das versucht habe. Und habe dann gesagt, so, ich werde jetzt mit dem Buch in meinem Bett aufwachen. Und dann bin ich natürlich dann in meinem Bett aufgewacht und habe geguckt und das Buch war nicht da. Also das als Technik hat so nicht funktioniert. Ich habe es mehrmals versucht, dass ich in diesen Traum immer wieder reingegangen bin und habe es versucht, das Buch auf alle möglichen Arten und Weisen mit in den Alltag zu bringen, aber es hat nicht geklappt. Bei Super Me hat es aber genau so geklappt, wie du es jetzt gerade versucht hast. Ja. Das schon, der hat die Sachen an sich gepresst und hat sie dann mit in den Alltag genommen. Er hat aber eine andere Technik verwendet Ja. in dem Film. In dem Film hat er den Gegenstand nicht nur an seinen Körper gepresst, sondern er hat das nur gemacht im Moment seines Todes im Traum. Genau, das war sehr spannend. Da war immer ein extremes Element der Gefahr dabei. Ja. Und das habe ich damals ja nicht gemacht. Nee, das stimmt. Er ist immer wieder sich selbst begegnet sozusagen. Er hat sich selbst erschaffen in dieser Traumrealität als Schreckensfigur, die ihn angreift. Und das hat ihn so unter Schock versetzt, dass er eben die Sachen mit rübernehmen konnte. Also die Theorie haben wir ja generell, dass wenn wir hier in einen extremen Moment der Gefahr kommen und bewusst dabei sind und bleiben, dass dann eventuell sogar Superfähigkeiten aktiviert werden. Aber das wäre jetzt mal ein anderes Thema. Aber das Element der Gefahr ist schon interessant, denn auch in luziden Träumen, wenn du von einem luziden Traum in die Astralebene wechseln möchtest, brauchst du ja ein Element der Gefahr, um eben wechseln zu können. Ja, korrekt. Da haben wir ja auch ein Video drüber gemacht. Ne? Könnt ihr ja mal reinschauen. Und ja, also auf jeden Fall hat dann dieser Chang Chong in seinem Film eben diese Option aufgezeigt. Ne? Indem der Hauptdarsteller eben da einem bösen Dämon begegnet ist und in dem Moment, als der Dämon ihn getötet hat, hat er den Gegenstand gegriffen und ihn festgehalten. Genau. Und dadurch hat er es dann geschafft, den Gegenstand rüberzuholen. Ja, ich habe dann aber auch in meiner Jugend, da habe ich das natürlich nicht versucht, jetzt Gegenstände aus den Träumen rüberzuholen, weil zu der Zeit war mir das nicht so bewusst, dass da eine Möglichkeit besteht. Und da war es dann so, dass ich in einem Traum, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 14, 15 oder so, habe ich Geld gefunden im Traum. Und als Jugendlicher braucht man natürlich immer irgendwie Geld. Ne? Und im Traum war ich halt nicht luzid und habe gesagt, oh cool, Kohle. Ne? Ja. Und habe dann ganz viel Kohle versucht einzusammeln. Ne? Und habe gesagt, oh cool. Und dann in dem Moment merkte ich, dass ich träumte. Wow, okay. Das Ja. ist mir nicht passiert. Ich habe nur eingesammelt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, ich muss das Geld mitnehmen, so ganz instinktiv. Ne? Und dann bin ich wach geworden in meinem Bett und habe sofort auf meine Hände geguckt, aber da war kein Geld. Aber als ich dann aufstand, lagen da tatsächlich so ein paar Münzen rum. Ach was, interessant. Ja, ne? Und dann habe ich den ganzen Tag darüber nachgedacht, habe ich die Münzen im Bett verloren? Hatte ich die vielleicht in der Hosentasche? Aber ich hatte keine Münzen in der Hosentasche. Ja, interessant. Wo kamen dann die Münzen her? Ne? Ja, Also das war mein einziger Erfolg, den ich bisher so verbuchen konnte, muss ich sagen. Ne? Kann man als Zufall abtun, aber Zufälle existieren von uns nicht. Also Ja. war das ein sehr guter Erfolg, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Wie ich das da aber hinbekommen habe, weiß ich jetzt nicht. Ne? Vielleicht, weil ja, zu der Zeit als Jugendlicher ist ja Geld auch sehr wichtig. Da ist man ja immer froh über ein zusätzliches Taschengeld. Ja, das ist wahr. Vielleicht war meine Emotion, die ich dann in dem Moment hatte, vielleicht ausschlaggebend. Ich weiß es nicht. Ja, Ne? also ja, das Element der Gefahr löst ja auch sehr starke Emotionen aus. Also vielleicht ist die Emotion wirklich ausschlaggebend für das Rüberbringen. Na, jedenfalls haben wir uns gedacht, ne, wir erzählen euch von dieser Möglichkeit, Gegenstände aus dem Träumen herüberzubringen. Und wir haben natürlich auch die Literatur durchforstet. Eben, da wollte ich jetzt auch gerade drauf zu sprechen kommen. Ja. Es gibt nicht viel zu finden über dieses Thema, aber bei Castaneda ist das zu finden. Ja, bei Castaneda ist das nämlich zu finden. Da gibt es den sogenannten Lehrer, der da Naval Elias genannt wird. Und der Elias hat eben gern mal seinen Schülern
oder seinen Freunden einen ganz besonderen Raum gezeigt. Und in diesem Raum, der war ungefähr so 20 Quadratmeter groß, befanden sich nur Gegenstände, die er aus seinen Träumen mit in den Alltag rübergeholt hatte. Und das waren sehr merkwürdig aussehende Gegenstände. Ja, leider waren keine Bilder dabei. Nee. Hätte ich ja gern gesehen. Genau, aber Gegenstände, die eben so in unserer Alltagsrealität nicht zu finden sind. Ja. Ich erinnere mich noch, ich habe mal in einem Traum, das ist auch schon, keine Ahnung, sehr lange her, und in diesem Traum habe ich ein riesengroßes Schachfeld gesehen, ne? Diese schwarz-weißen Felder. Ne? Riesengroß war das. Ne? Wie bei Alice. Ja, so ähnlich. So ähnlich, ne? Okay. Und habe darauf Schachfiguren gesehen. Aber diese Schachfiguren sahen völlig anders aus als alle Schachfiguren, die wir eben so kennen, ne? Aus unserer Welt. Und da habe ich mir einige Schachfiguren eingeprägt, also viele von den Schachfiguren, und habe dann mir vorgenommen, im Alltag diese Schachfiguren ja, nachzuschnitzen. Ne? Und dann habe ich so, ja, da habe ich so ein ganz weiches Holz geholt, da war ich 20 oder so, und habe die dann nachgeschnitzt. Wow. Und als diese Schachfiguren dann fertiggestellt waren, die sahen schon wirklich seltsam aus. Ja. Sehr seltsam. Ne? Weil es waren auch typische Schachfiguren dabei, wie der Turm, der König, die Dame und so weiter. Aber ich habe da auch Schachfiguren gesehen, die eben wir gar nicht kennen. Auch waren da viel mehr Figuren. Ne? Soviel ich weiß, hatten die nicht 16 Figuren, ne? 8 Offiziere, 8 Bauern, sondern die hatten 24 Figuren. Oh. Ja? Und auch 24 Bauern, also 12 Bauern. Ne? 12 Bauern, 12 Offiziere. Und die habe ich dann sozusagen nachgeschnitzt. Ne? Und als sie dann da alle so auf meinem Tisch standen und so, ne, das sah schon sehr seltsam aus. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Mhm. Tja, also, wer es versuchen möchte, sollte sich im luziden Traum ein Element der Gefahr suchen vielleicht oder eine starke Emotion hervorrufen, die Gegenstände an sich pressen und dann versuchen aufzuwachen. Ja, das wäre also eine mögliche Technik, aber ob die funktioniert, wissen wir nicht. Ne? Aber wer von euch an diesem Thema interessiert ist, Gegenstände aus den Träumen rüberzuholen in den Alltag, der kann ja mal versuchen und kann uns dann auch in den Kommentaren schreiben, Ob's gelungen ist. Ja, ob es gelungen ist oder was er für Fortschritte macht. Ne? Also möglich ist es auf jeden Fall. Ne? Und ja, mal schauen. Schaut euch den Film an, Super Me, wie der das gemacht hat. Emotion ist wichtig, Festhalten wichtig und absichtlich dann aufwachen wichtig. So. Ja, also da diese Spur haben wir zumindest von Chang Chong. Ne? Chang Chong. Die Spur, die mögliche Technik, ob die jetzt funktioniert, wissen wir noch nicht so. Ne? Das Thema ist ja gerade so brandaktuell. Ja. Ne? Das heißt, da muss noch viel Forschung und Einsatz mobilisiert werden. Aber ja, mal schauen. Ja, jedenfalls sehr spannendes Thema. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Oder? Also, macht's gut. Wir freuen uns auf eure Ergebnisse. Genau. Ciao. Ciao.